Herzlich willkommen zu meinem Kanal, mein Name ist Safer und heute werde ich euch zeigen, wie ich mit meinem Pip-Force Indikator den Dow Jones trade. Lasst uns direkt beginnen. Bevor wir loslegen, möchte ich euch erstmal kurz den Indikator vorstellen. Der Indikator hat diverse Funktionen, die man ein- und ausblenden kann. Ich habe diverse Funktionen ausgeblendet, die ich nicht so sehr nutze, aber ihr seid natürlich in der Nutzung und in der Verwendung frei und könnt die Funktionalitäten nach euren Wünschen und eurer Strategie anpassen. Ich habe jetzt hier erstmal alles ausgeblendet, damit ihr auch sehen könnt, was alles eingezeichnet wird. Also ihr seht hier keine einzige Zeichnung von mir und ich werde jetzt sukzessive mal die Punkte einstellen oder einschalten, die ich nutze, und dann könnt ihr auch sehen, was alles eingeblendet wird. Zunächst einmal habe ich hier ein Dashboard, das mir zeigt, ob die Sessions bzw. ob das Instrument gerade in der Session ist. Das ist jetzt natürlich beim Backtesten nicht richtig. Jetzt gerade im Moment ist der Markt zu. Wir haben heute Sonntag. Außerdem habe ich die Möglichkeit, die psychologische Level einzuschalten. Hier kann man auch alle Funktionen editieren. Man kann hier auswählen zwischen 2 und 4 Linienebenen. Für mich reichen 2. Als nächstes habe ich hier den Fibonacci, den ich einblenden lassen kann. Den kann ich natürlich auch über die Schemata ändern. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die GZ, Golden Zone. Ich kann aber auch sagen, ich möchte Golden Pocket anzeigen lassen und dementsprechend ändert sich dann auch das Fibonacci. Oder Smart Money Gold habe ich es genannt, Smart Money Konzept. Für diejenigen, die Smart Money traden. Im Gold habe ich die 78,6% Fibo aktiviert. Oder man lässt sie einfach auf Default und das ist dann meine Strategie oder meine Fibo-Level, die ich für meine Strategie benutze. Die werden dann hier eingeblendet. Natürlich seid ihr frei in der Nutzung. Ihr könnt zum Beispiel hier die 0 weglassen und anstatt die 0 eine 2 draus machen. So, wurde abgedatet. Der hat jetzt die 200% hergenommen. Also ihr könnt hier das nach Belieben ändern, so wie ihr das haben wollt. Ansonsten haben wir hier die Market Structure. Die Market Structure zeigt meine Higher Highs, Higher Lows an oder meine Lower Lows, Lower Highs. Für diejenigen, die das benötigen. Ansonsten gibt es die Multi-Timeframe Highs und Lows. Die zeigen mir an meine Daily Lows, meine Daily Highs, meine Yesterday Low, meine Yesterday High oder Weekly High Low. Da kann man natürlich auch die Monthlies und Yearlies einblenden. Die habe ich jetzt deaktiviert, da ich die nicht brauche, aber man kann sie natürlich gegebenenfalls auch aktivieren. Außerdem haben wir hier noch Supply und Demand Zones, die wir aktivieren können. Die werde ich jetzt aber nicht aktivieren. Des Weiteren haben wir einen Trend. Der Trend wird angezeigt. Bearish Trend, Bullish Trend. Ansonsten noch die Pip-Force Cloud, die hier eingeblendet wird, die mir eine gewisse Range anzeigt. Und das ist dann auch schon alles. Natürlich kann man hier sich noch die Moving Averages einblenden lassen, wenn man die benötigt. Aber die brauche ich für meine Strategie nicht. Also ihr seid hier frei in der Auswahl. Ihr könnt hier natürlich auch Orderblöcke auswählen und Fair Value Gaps auswählen. Die wird dann hier eingeblendet. Natürlich könnt ihr auch dazu die Farben ändern. Falls ihr bullische und bearische Fair Value Gaps haben wollt. Zu guter Letzt blende ich noch die Long-Short Positionslabels ein, die mir dann zeigen, wo ich einsteigen kann, wo meine TPs sind und wo mein SL ist. Hierzu kann man natürlich auch den Trailing Stop einblenden, falls man einen knapperen SL haben will. Heißt aber nicht, dass man immer den verwenden sollte. Man sollte natürlich auch ein bisschen überlegen, wenn er zu nah dran ist, man sollte immer ein bisschen Luft zum Atmen geben. Von daher sollte man sich das überlegen, wie man den Stop-Loss setzt. So, jetzt können wir mal anfangen mit unserem Test des Indikators. Es ist wichtig zu verstehen, dass man den Indikator oder die Instrumente immer in der richtigen Session traden sollte. Deswegen habe ich mir hier nochmal einen zusätzlichen Indikator eingeblendet, der mir zeigt, ob ich in der Session bin. Wenn ich in der Session bin, dann kann ich auch den Trade eingehen. Wenn ich nicht in der Session bin, dann sollte ich ihn nicht eingehen. Also man kann ihn natürlich eingehen,
Es gibt auch gute Trades, die dann auch in der Londoner Session laufen beim Dow Jones, aber in der Regel sollte man sich auf ein Regelwerk festlegen und sich auch daran halten. Dann ist man langfristig besser bedient. So, starten wir das Ganze mal. New York Session hat angefangen. Ich habe ein Sell-Signal bekommen. Das heißt, ich gehe short zu diesem Zeitpunkt. Mein SL ziehe ich da, wo der SL auch angezeigt wird. Und meine TPs sind auch schon bereit. Und ich habe hier einen Trade von 1 zu 1,95, also fast 1,1 zu 1 zu 2. Und wenn ich den Trade dann eingegangen habe und die TPs eingestellt habe, lasse ich laufen. Und man sollte sich seinem Plan treu bleiben und vermeiden, emotional zu agieren. So, man sieht auch, dass der erste TP gehittet wurde, obwohl wir nicht reingegangen sind. Ist es ein guter Trade hier zur New York Open, hat er dann auch den zweiten TP gehittet. Und jetzt warten wir auf das Signal. Jetzt sind wir in der New York Session und warten auf einen bearischen Trend. Der kam jetzt auch. Solange wir in der Session sind, können wir natürlich da auch den Trade eingehen. Ich gehe den Trade jetzt ein und ziehe die Take Profits und die Stops hoch. Das ist mir ein zu weiter Stop, deswegen nehme ich das letzte High. Und es ist ein Risk-Reward von 1 zu 1,25, was jetzt nicht so toll ist, aber gut, ist halt so. Man kann sich natürlich auch entscheiden, das nicht zu traden, wenn man ein ungutes Gefühl beim Risk-Reward hat, aber siehe da, die beiden TPs sind wieder gehittet, in der Session sogar, und dann geht es weiter, dann endet die Session irgendwann mal und wir kommen in die nächste Session. So, da hat er gerade der Trading View ein bisschen Schluck auf, jetzt geht es weiter. So, neuer Trend, dann Buy-Signal, aber wir sind nicht in der Session. Das ist London Open, daher gehen wir den Trade nicht ein. Was ist passiert? Gott sei Dank sind wir den Trade nicht eingegangen. Der hat um 12:30 Uhr zur Mittagspause einen schönen Abverkauf erlebt. Und wir hätten, wenn wir uns nicht an den Plan gehalten hätten, einen Verlust erlitten. Von daher alles gut. So, die New York Session hat begonnen. Und wir kriegen gleich ein Buy-Signal. Der SL ist mir für meinen Geschmack zu weit weg. Deswegen schaue ich, dass ich einen Risk-Reward von 1 zu 3 habe. Das ist 1 zu 3. Perfekt. Ich bin den Trade eingegangen, habe meine Stop-Losses und meine TPs gesetzt für die Trades und lasse laufen. So, TP1, TP2, perfekter Trade. Wir warten auf das nächste Signal. So, nächstes Signal ist da. Bearish. Und wir werden eventuell jetzt gleich einen Sell sehen. TP gesetzt, Stop-Loss gesetzt. 1 zu 1,85 und weiter. Hier habe ich jetzt nicht darauf geachtet, dass wir in der Session sind. Also eigentlich wären wir den nicht eingegangen. Wir sind nämlich nicht in der Session. So, jetzt kommt gleich die Session. Die New York Open. Okay, perfekt. Wir haben hier einen Sell, aber mit einer aggressiven Candle bekommen. Das wäre ein schlechter Risk-Reward.
Und deswegen würde ich den nicht eingehen, den Trade. Und siehe da, wir haben den SL gehittet. Der Grund, wieso ich nicht eingegangen wäre, ist einfach, dass der zur Markteröffnung einfach einen enormen Push gesehen hat. Ja, so eine richtig große Candle und danach weitergegangen ist in einem Sell. Deswegen würde mir das Gefühl, oder deswegen wäre das Gefühl nicht so gut bei dem Trade, da ich hier ungefähr hier mein Entry habe und hier mein SL und meine TPs nicht so gut sind. Also der Risk-Reward ist nicht so gut. Deswegen wäre ich hier persönlich bei dem Push, bei dem Momentum nicht drauf eingegangen. Klar, man hat hier ein Fair Value Gap gebildet und den hat er sich auch geschlossen, aber buchen wir das als Verlusttrade und gehen weiter. Nun haben wir ein Buy-Signal bekommen in der Session. Ich bin hier reingegangen, habe mein SL unter das letzte Tief. Wie gesagt, ihr seid frei in der Entscheidung mit dem SL. Ihr könnt natürlich auch den SL hier hinsetzen und dementsprechend eure Lot Sizes anpassen. Aber ich möchte nicht so gern einen langen SL haben. Also hier ein Risk Reward von 1 zu 1,84. Sieht gut aus. Und siehe da, der Push nach oben kommt. Das war natürlich jetzt sehr blöd. Das war zum Marktschluss, also der Freitag. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, kann passieren. Marktschluss. Und bevor der Markt schließt, könnte man hier natürlich sagen, gehe ich aus dem Trade raus und wir hätten mit Profit geschlossen. Man sollte grundsätzlich aufpassen, ob man Trades am Wochenende offen lässt oder nicht. Das kann natürlich verheerend sein, wie hier. Wir sehen, also wir werden sozusagen ins Drawdown gekommen. Daher wäre es eine gute Strategie zu sagen, man macht einfach die Trades zu übers Wochenende. Siehe da, wir haben hier einen neuen Trend im Ether Session. Hier ist fast kein Volumen. Ja. Daher denke ich mal, dass der hier so ein bisschen weiter rumdümpeln wird. Ich habe hier ein Sell-Signal außerhalb der Session. Man sieht auch, der ist gleich auch ins Bearische, vom Bearischen ins Bullische gewandert, weil da einfach keine Bewegung drin ist im Markt. Und wir hoffen mal, dass es zur New York Open sich ändert. Es ist immer noch der Montag und siehe da, New York Open ist erfolgt. Dieser Buy-Signal wäre wieder sehr gut aufgegangen, aber wir halten uns an unser Regelwerk, deswegen bin ich den Trade nicht eingegangen, aber siehe da, wäre wieder super aufgegangen. Nichtsdestotrotz nicht eingegangen, denn nicht in der Session. Wir warten auf den nächsten Trade. Die Session geht zu Ende, der Tag geht zu Ende. Wir warten auf den Dienstag. New York Open. Buy-Signal. Wieder TPs und Stop-Losses gesetzt und laufen lassen. TP1, TP2. Ich schalte mal die Fibonacci und die psychologischen Level aus.
damit es ein bisschen klarer ist. So, New York Open. Das Buy-Signal ist wieder außerhalb der Session. Wäre hier wieder sehr gut Punktlandung aufgegangen. Nichtsdestotrotz, wir halten uns an unser Regelwerk. Wir haben ein Sell bekommen. Wieder dasselbe Spiel. TP1. TP2. Hier gleich zur Eröffnung richtig starkes Momentum. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen, weil ich das nicht mitbekommen habe. Der ist vom Bullischen direkt ins Bearische gegangen mit der Momentum-Kerze, mit der Öffnungskerze. Also das ging zu schnell für mich jetzt gerade. Das ist jetzt ein 5 Minuten Candle. Dann die nächsten 5 Minuten, das ging direkt runter. Also wenn man den eingegangen wäre, wäre man sofort in den Stop-Loss gerauscht. Ich verbuche das als Stop, weil ich will nichts beschönigen, sondern ich zeige euch das so, wie es ist. Kann passieren. Bin drauf eingegangen, habe den Trade versucht mitzunehmen und ich bin direkt in den SL gedrückt worden durch das Momentum der Markteröffnung. Dann gleich ein bearischer Trend, was zu einem Sell-Signal führt. Aber da ist so viel Momentum drin. Also ich habe jetzt mittlerweile nach dem ersten Loss habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl. Aber man soll ja die Gefühle zu Hause lassen beim Trading. Von daher, man kann hier natürlich die Lot-Sizes ein bisschen anpassen, weil der Risk-Reward halt ziemlich eklig ist. Ein negativer Risk-Reward und das ist halt natürlich nicht schön. Oder man sagt, okay, hey, ich lasse dem nicht so viel Platz, sondern ich mache den Risk-Reward ein bisschen schöner. So, schauen wir mal, was passiert. Bin gespannt. Boom, TP1. Ja, also TP1 hat er mitgenommen. Man kann natürlich auch für sich entscheiden, ob man nach dem TP1 einfach den Stop auf Break-Even setzt. Das ist jedem selber überlassen. Ich mache das nicht. Aber du kannst natürlich auch je nach Instrument dir diverse unterschiedliche Strategien ausdenken, was im Backtest halt besser funktioniert. So, wir haben hier einmal TP1 und ein SL. Also der erste, ich splitte immer meine Trades. Ich habe 2 offene Positionen. Die erste Position setze ich auf den TP1 und die zweite Position setze ich auf den TP2. Die erste Position ist zugegangen, die zweite Position lief und ist ins Stop gelaufen. Und hier, wie gesagt, Gott sei Dank habe ich den Stop eng gezogen, sonst hätte ich noch mehr verloren. Aber es ist, wie es ist. Nun sind wir immer noch in der Session und wir haben jetzt einen bullischen Trend. Aber ich denke, die Session geht zu Ende, bevor wir einen Buy bekommen. Und von daher lasse ich das jetzt mal laufen. Nächster Tag. New York Open. Bearish Trend eingeläutet. Sell.
TP. Risk-Reward von 1 zu... Ja, 1 zu 1 kann man sagen. Ja. Wow. Gehittet. Stop. Stop-Loss gehittet. Weiter im Text. Ich bin noch in der Session. Bin im bullischen Trend. Hab nun mein Buy. TP1. TP2. Und los. Okay. Hier, ich bin gar nicht mehr in der Session. Das ist schon in der Nacht. Von daher wäre das invalid. Der Trade. Aber so läuft das Ganze. Und es ist keine Glaskugel, es ist ein Hilfsmittel, das dir helfen soll, gute Trades zu erwischen. Es ist wie gesagt keine Glaskugel, ihr seht, es gibt auch Verlusttrades. Deswegen sollte man da natürlich auch dementsprechend sein Risk und sein Risk-Management und Kapitalmanagement im Griff haben. Aber es ist ein, meiner Meinung nach, sehr gutes Tool. Und falls ihr mehr Informationen haben wollt über den PIPFOS-Indikator, könnt ihr euch gerne diese in unserem Discord-Channel holen. Da ist auch die Community am Wachsen und ihr könnt natürlich auch die User fragen, die diesen PIPFOS-Indikator nutzen. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen und auch gerne eure Meinungen in den Kommentaren hören.